wo sind wir dann dran? Aha, heute kriegen wir die Dampfmaschine. Also, was ist in Dampfmaschine? Da stellen wir uns ganz dumm und fragen der Harald Belair aus Kontwich in der Palz. Die Dampfmaschine, das fasziniert eigentlich. Wenn es zischt, das Wasser spritzt, wenn es dampft, wenn man Feuer macht, aus dem Feuer, aus dem Wasser wird Dampf und der Dampf bewegt was. Was ich an Modellbau mache, sind alles Fantasieteile, die ich mir irgendwann wo vorgestellt habe und dann versuche ich das halt auch umzusetzen. Für sein neues Projekt hat Harald Belair einen Maschinensockel und ein Schwungrad aus Holz geformt. Diese zwei Teile will er jetzt aus Aluminium gießen lassen. Und das übernimmt Haralds Freund Gerry Gettke in seiner Gießerei für Modellbau. Für das Abformen braucht Gerry erstmal viel Sand. Das ist ein Ölformsand. Der ist eine Mischung aus Sand, Benton und Öl. Diese Kombination verhindert jegliche Aufnahme des Sandes von Wasser. Denn das könnte zu Explosionen während des Gießvorgangs führen. Wenn der Sand in der Form verdichtet und geglättet ist, geht es ans Eingraben der Holzteile. Harry hat ja aus Holz erstmal ein Modell gefertigt. Er hat natürlich da auch einige Dinge beachten müssen, dass wir das so wieder aus dem Sand kriegen. Es darf keine geraden Kanten haben. Es muss einen Winkel von mindestens 1,5 Grad Schräge haben, dass ich es wieder aus dem Sand rausbekomme. Dann muss das spachteln, dann muss das lackieren, sonst klebt der Sand dran. Und ja, ist halt ein Aufwand. Aber dafür gibt es was, das es nirgendwo anders gibt. Gibt nur hier. Für einen Modellbauer ist das eigene Modell am wertvollsten. Und natürlich ist es immer die Herausforderung, was zu bauen, was es noch nicht gibt. Und diese Möglichkeit haben wir halt hier, da ich das abgießen kann. Die Schwierigkeit dabei ist genau die Mitte vom Modell zu treffen. Und beim Rausschneiden vom Sand muss man aufpassen, dass man das Modell nicht beschädigt. Mein Werkzeug ist doch recht scharf an der Kante, um ein sauberes Bild zu kriegen. Und dementsprechend muss der Sand angedrückt werden und dann sauber weggeschnitten werden. Und das möglichst ohne das Holzmodell zu beschädigen. Jetzt mache ich Talkum drauf, im Prinzip Babypuder. Das dient als Trennmittel. Das soll man auch nicht zu sparsam sein. Und natürlich muss der Talkum aus den Konturen wieder rausgeblasen werden. Machen wir hier am besten mit unserem kleinen Blasebalg. Ein weiterer Formkasten dient zur Herstellung der Oberseite der Gießform. Mit Röhrchen stellt Gerry Kanäle für die Abluft her. So können Luftblasen entweichen, denn ein Unterdruck kann zu Materialfehlern führen. Also jetzt tue ich den Ein- und Auslauf platzieren, weil unser Metall muss ja da irgendwo reinkommen und die Luft muss irgendwo raus. In der Mitte kommt der Einlauf, Stutzen, und außen kann die Luft entweichen, wenn wir später das Metall reingießen. 2 Schichten Ölformsand, einmal fein, einmal grob, schließen die Oberseite ab. Nach dem Verdichten des Sandes glättet Gerry wieder die Oberfläche mit der Aluschiene. Beim Lösen der Modellteile aus dem Sand muss Gerry besonders vorsichtig sein. Jeder noch so kleine Krümel in der Form, das gibt Fehler im Guss.
So, der Unterteil der Form wäre fertig. Jetzt müssen wir nur noch die ganzen Krümel rauskriegen. Jetzt setzen wir die Form auf. Gucken noch mal, dass keine Krümel drin sind. So, jetzt sitzt sie. Gut. Jetzt befüllen wir die Tiegel mit Aluminiumbarren. Die Tiegel sind aus Graphit und halten Temperaturen bis zu 1300 Grad Celsius aus. Für das Einschmelzen der Aluminiumbarren bringt Gary den Ofen auf etwa 750 Grad. Gute 15 Minuten dauert es jetzt, bis das Aluminium die richtige Temperatur und Konsistenz hat. Tiegel Nummer 1 muss kurz abkühlen. Nummer 2 kommt schon mal in den Ofen. Zügig und gleichmäßig gießt Gary das flüssige Aluminium in die Form. Dabei passt er auf, dass keine Luft mit eingesaugt wird, bis das Metall an den Ablaufkanälen austritt. Mit dem zweiten Tiegel füllt Gary eine weitere Form zur Sicherheit, falls was schief geht. Nach 15 Minuten kann sich Gary das Ergebnis anschauen. So, hoppla. Ist schwer. So, sieht schon mal ganz gut aus. Bauen wir sie mal auseinander. Der Guss ist gelungen. Mit Sockel und Schwungrad aus Alu geht's zurück in Haralds Garage. Der erste Arbeitsschritt: das Schwungrad glätten und entgraten. Das Schwungrad hat ja, wie es jetzt von der Gießerei kommt, keine gerade Kante. Und jetzt kann ich dieses Schwungrad von oben, von seitlich schön plan drehen. Und später kann ich da auch noch mal Loch drin bohren. Mit dem passenden Meißel bereitet Harald die Drehbank vor. Erst einmal zentrieren. Und das ist jetzt da genau die Höhe, die mittlere Höhe vom Dings. Und das stelle ich jetzt so dahin, dass beides so exakt wie möglich in der Mitte ist. Jetzt muss ich hier und da oben das genauso gerade machen. Der Aluguss von Gary lässt sich sauber abziehen, ohne verkleben oder reißen. Also der Span läuft sehr gut. Und jetzt noch die Stirnseite. Da vorne kann ich jetzt da doch noch 0,2 Millimeter dazustellen und schalte den automatischen Vorschub ein, so wird diese Fläche schön glatt. So, jetzt sieht das Schwungrad auf dieser Seite schon ganz passabel aus. Jetzt kann ich mit dieser Drehmaschine, kann man nicht nur den Span abheben, sondern ich kann auch Löcher bohren.
Und jetzt bohre ich ganz vorsichtig dieses Loch durch. Habe ich noch einen Handsenker, so davor mache ich den Grat weg. So, und von dieser Seite ist mein Schwungrad jetzt fertig. Später wird Harald das Schwungrad grundieren und lackieren. Aber bis dahin ist noch viel zu tun. Weiter geht es mit dem Sockel der Maschine. Harald entfernt mit der Fräse die Rundungen, die für den Gießvorgang und das saubere Auslösen aus dem Formsand notwendig waren. Millimeter für Millimeter schafft sich der Fräsbohrer durch das Aluminium. Harald führt die Fräse von Hand. Fast 30 Minuten dauert dieser Arbeitsschritt. So, jetzt muss nur noch die Mittelbohrung gesetzt werden, wo die Welle durchgeht, sodass das Schwungrad dadurch sich drehen kann. Ich möchte ja hier ein Kugellager einsetzen. Ein Kugellager ist dafür da, damit es sich wirklich leicht dreht. Und dieses Alu ist ja nicht hart. Das wird sich mit der Zeit ausschlagen. Deswegen bohre ich das jetzt da mit 7 mm auf, sodass die Welle dort drin, besser mit 7,5, habe ich ein bisschen mehr Luft. Für die Fassung des Kugellagers nimmt Harald einen 10 mm Bohrer. Jetzt kann ich das an meiner Maschine neben einstellen, wie tief ich bohren will. So, jetzt leicht anklopfen. Es muss nicht schwer sein. Die Kugellager sitzen auf beiden Seiten des Sockels. Mit der Welle, dem Rundstab in der Mitte, macht Harald einen ersten Lauftest des Schwungrads. Das Schwungrad läuft sauber. Test bestanden. Im nächsten Arbeitsschritt erstellt Harald den Zylinder der Dampfmaschine. Bevor es an die Bohrung für den Kolben geht, dreht Harald die Oberfläche so ab, dass 2 breite Streifen entstehen. Das ist Deko und hat keinen technischen Nutzen. Jetzt ist dieser Zylinder von außen bearbeitet. Jetzt geht es dran, diese Bohrung herzustellen. So, jetzt tue ich wieder mein Vorkernloch bohren. Das heißt, ich bohre jetzt mit einem 6 mm Bohrer eine komplette Bohrung durch dieses Messingteil. Messing muss nicht geschmiert werden. Ich muss nur aufpassen, dass die Späne immer schön rausgehen. Würde ich jetzt Stahl bohren, müsste ich kühlen. Beim Messing ist das jetzt nicht so wichtig.
Aber ich merke jetzt schon, man sieht es so kleine Späne. Und die kleinen Späne, die können sich schon einmal irgendwo so zwischendrin. Man hört es auch dann am Klang, wann ich die Bohrpinole rausziehen muss. Die Erstbohrung ist fertig. Es kommt der nächste Bohrer. Unsere Bohrung soll 10 mm sein. Ich bohre das jetzt auf 9,5 mm auf. Der Kolben muss innen ganz glatt und passgenau sein, sonst wird er nicht dicht. Damit er später sauber läuft, bearbeitet Harald die Bohrung zusätzlich mit einer Reibahle, einem Werkzeug zur Feinbearbeitung von Metall. Startet die Maschine und drehe Stückchen für Stückchen rein. So. So, Zylinderbau abgeschlossen, beziehungsweise wird jetzt unterbrochen. Jetzt baue ich mal die Kolbe und sehe, ob der Kolbe genau richtig reinpasst. Und wann das dann ist, dann wird an dem Zylinder ein Eck abgefräst, wo die Steuerung angelötet wird. Für den Kolben kommt wieder Messing zum Einsatz. Ich habe mir dieses Stückchen Messing, aus dem ich meine Kolbe fertigen möchte, abgesägt. Jetzt drehe ich nur noch vorne und hinten schön plan. Harald setzt eine Bohrung und wechselt das Werkzeug. Ein Gewindeschneider. Und jetzt halte ich die Maschine an und schneide das Gewinde mit Hand. Ich habe jetzt da, ich glaube, ein bisschen Öl wäre nicht schlecht. Aber es quietscht trotzdem noch, aber ich habe jetzt hier fest und merke genau, wann Schluss ist. Wenn ich da weiter drehe wird der Gewindebohrer ruckzuck futsch. Ja, jetzt ist mein Gewinde fertig. Die Öllut ist auch schön. Und dann können wir mal probieren, ob der Kolbe in unser Zylinder passt. Ich habe doch von diesem so Nähmaschineöl man sieht jetzt, der Kolbe passt genau rein. Man hat es gehört, es pluppt richtig. Das heißt, meine Kolbe ist dicht. Harald erstellt einen Deckel für den Zylinder. Dafür verwendet er eine quadratische Messingplatte, die er rund abdreht. Jetzt messen wir noch mal genau. 32,67 und jetzt sieht man, wie der Deckel genau auf den Zylinder passt.
Fehlen nur noch die Bohrungen für die Verschraubung des Deckels. 6 Stück an der Zahl, alle 60 Grad, ein Loch. So, die letzte Bohrung. Mit dem Zylinder geht es später weiter. Der kniffligste Teil folgt, der Bau des Dampfkessels. Dafür steht schon alles bereit. Kupferrohr in verschiedenen Größen, 2 Deckel und Miniaturventile. Harald hat sich Hilfe geholt. Modellbaufreund Andreas Jobst ist zu Besuch und geht Harald zur Hand. Die Kupferröhrchen dienen der Vergrößerung der Heizoberfläche und werden später im Kessel vom Wasser umschlossen. Das Einfädeln in die Löcher des Deckels gar nicht so einfach. Siehst du das? Wir haben die Rohre ein bisschen aufgeweitet, dann haben wir es leichter zum Jetzt fallen die, Montagen. genau, jetzt fallen sie nämlich ohne raus. Jetzt stellen wir das da unten so auf, ne? So, jetzt machen wir eins nach dem anderen. Fest. In der mittleren noch ein bisschen. So, genau, jetzt haben wir die ein bisschen aufgeweitet. Und dann können wir dann besser löten und das geht uns dann nämlich auseinander. Die Herausforderung ist natürlich bei so einem Kessel, haben wir ja schon oft genug gemerkt, Genug Wärme reinzubringen. Und die Wärme reinzubringen. Es gibt mehrere Arten. Wir haben uns dazu entschlossen mit 2 Brenner, also wir haben 2 Brenner dabei. Der eine von uns, der macht das Ding warm und der andere lötet. Gleichzeitig bringen wir noch ein bisschen Wärme von unten von dieser elektrischen Heizplatte, dass eine unten keine Wärme weggeht, so dass das Ding durchweg heiß wird und dann dieses Lot das verbindet. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, das können wir da oben wieder ausschalten. Kaum ist der Kessel abgekühlt und gesäubert, wird er auch schon satt lackiert. Ist gut so. Die Anschlüsse und Ventile hat Harald teilweise selbst gebaut, manche stammen aus dem Zubehörhandel. Funktionieren tun sie wie bei einer großen Maschine. Muss man sagen, wie das mischt. So passt. Denk schon, ja. Perfekt. Dann machen wir noch die Haube drauf. Oh ja, genau. Gucken wir mal, wie das Gesamtbild aussieht. Ihre Begeisterung für den Dampfmaschinenbau teilen Harald und Andreas auf Messen und Ausstellungen. Viele ihrer Art gibt es leider nicht mehr. Auch auf der Messe sind auch viel jüngeres Publikum, wo begeistert ist. Und wir hoffen auch, dass das irgendwo dann weitergeht und die junge Generation Spaß dran findet. Und man kriegt auch Bestätigung und genau, das nimmt man eigentlich so dann mit. Deshalb stellt man sich stundenlang in die Genau, Werkstatt diese Bestätigung, das ist es, Andreas. Also, wann dann die Leute vorbeigehen und man kann denen alles erklären und das tut einem gut. Harald nimmt sich wieder den Zylinder vor. Mit einem Mini-Fräser erstellt er einen Verbindungskanal, damit später der Dampf in den Zylinder strömen kann.
Harald lötet das Steuermodul an den Zylinder und richtet es genau aus. Durch den Würfel führen 2 Kanäle, die den Zu- und Abfluss des Dampfes regeln. Jetzt versuche ich, das da so einzusetzen, die Kolbe in den Zylinder und gleichzeitig das Steuerteil da rein. Jawohl, passt. So, jetzt noch, muss noch fixiert werden. Das Schwungrad wird angesetzt. Jetzt haben wir die Maschine endlich soweit zusammengebaut. Die Kurbel ist dran, der Exzender ist dran, Kolbe ist drin. Jetzt kann man mal das Ding mal in Betrieb setzen. Ich sehe jetzt da, dass der Kolbe genau bis zum oberen Todpunkt kommt. Hier kommt ja später der Dampf raus, geht über die Kolbe und drückt den Kolbe nach unten. Das Schwungrad hat die Energie, diese Drehbewegung führt so weiter. Der Kolbe drückt der Abdampf nach oben, der geht auch wieder durch die gleiche Öffnung raus auf die andere Seite zum Kondensator. Das ist eine sogenannte Expansionsmaschine. Das ist von der Steuerung her ist es so gebaut, dass nicht während dem ganzen Kolbehub Dampf in den Zylinder eingeleitet wird, sondern nur ganz am Anfang kommt ein Schussdampf in den Zylinder und dann stoppt die Dampfzufuhr. Der Dampf kann sich entwickeln, expandiert, dehnt sich aus, drückt die Kolbe nach unten. Der Zylinder wird mit einer Papierdichtung und dem Messingdeckel abgeschlossen und mit winzigen Maschinenschräubchen fixiert. Für diese Schraube, das sind auch dann die Originalschrauben, die auch später benutzt werden beim endgültigen Zusammenbau. Die nennt man Modellbauschrauben. Die gibt es im Zubehörhandel für Modellbautechnik. Die haben ein extrem hoher Kopf, so wie die Schraube eben halt zu dieser Zeit, wo es die echte Dampfmaschine gegeben hat, auch verwendet wurde. Und jetzt kann man mit Gefühl die Schraube über Kreuz festziehen. So, fertig. Jetzt Druckluft anschließen und dann geht's zum Probelauf. Über die Druckluft kann Harald den Dampffluss simulieren und damit den Zylinder auf seine Dichtigkeit prüfen. Die Druckluft strömt ein und wenn ich jetzt am Schwungrad drehe, müsste es funktionieren. Jawohl, sie läuft wunderschön, gleichmäßig. Jetzt muss natürlich die Maschine eine Zeit lang einlaufen, damit sich Kolbe, Steuerung, das schleift sich jetzt so langsam aufeinander ein. Wenn die jetzt da 10 Minuten läuft, dann ist sie am Schluss schön eingelaufen. Also meine Dampfmaschine soll irgendwas antreiben. Für dieses Projekt habe ich mir in den Kopf gesetzt, es treibt ein Stromgenerator an. Jetzt ist das nicht unbedingt das Schönste. Ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt, ich baue um diesen Generator, habe ich schon ein bisschen was vorbereitet aus Teilen aus der Schrottkiste, aus einem Stück Rohr, aus 2 Teilen von Aluminium, ein Rahmen. Und in den Rahmen soll dieser Generator eingesetzt werden. Jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme ein Stück Holz,
klebe das zusammen und bearbeite dieses Holz mit meiner Drehmaschine wie mit einer Drechselmaschine. Und da kann ich jetzt da den Generator einsetzen und fertig ist mein Antriebsmodell. Mit einem schnell aushärtenden Zwei-Komponenten-Kleber fügt Harald die Teile des Generatorrahmens zusammen. So. Jetzt muss man warten. Generator, Kessel mit Rauchfang und das Maschinenelement bilden den Kern von Haralds neuer Maschine. Nach einer Grundierung und Lackierung folgt die Patinierung. Damit will Harald das Aussehen einer benutzten Maschine erzeugen. Mit einem Borstenpinsel und sehr trockener Silberfarbe werden Konturen in den Oberflächen verstärkt. Und jetzt versuche ich, diese Patina leicht aufzutragen. Jetzt kommen auch schön die Kante vom Dreh heraus. Das reicht. Nach dem Motto, wenig ist mehr. Sockel, Rauchfang und Zylinder sehen nach dem Patinieren so aus, als hätten sie schon einige Jahre auf dem Puckel. Weitere Messingteile möchte Harald jetzt brünieren und nutzt dafür eine spezielle Säure. Dieser Messingfärber färbt es innerhalb von Minuten. Auch hier ist Haralds Ziel ein Used Look. Das gelbe Messing wird braun und damit die Maschine auf alt getrimmt. Alle Teile sind jetzt gleichmäßig schwarz geworden. Die chemische Reaktion ist jetzt abgeschlossen. Ein Wasserbad stoppt die chemische Reaktion. Die überschüssige Oxidschicht habe ich jetzt mit dem Lappe entfernt. Ich habe da ein Reinigungsvlies, das hat eine Körnung von 400 und je nach Glanzgrad, so wie ich das mir vorstelle, mache ich das ein bisschen sauber. Sind auch alle Messingteile bearbeitet und brüniert, geht es an den kniffligen Zusammenbau. Mit all den vielen kleinen Schräubchen, Kolben und Kurbeln. Das ist der sogenannte Exzenter. Der steuert den Kolben. Das heißt, wann da unten dreht sich das jetzt so und dann muss ich dieses Teil nach oben und unten bewegen. Ich habe auch hier eine Madenschraube, wo ich das auf der Kurbelwelle fixieren kann. Und jetzt sieht man, dass zu einer bestimmten Zeit so, dass da eben halt Dampf eingelassen wird. So, jetzt fehlt nur noch das Schwungrad. Für das letzte Teil der Dampfmaschine muss sich Harald noch mal besonders geschickt anstellen. Die Montage des Kondensators ist nichts für Grobmotoriker. In diesem Teil aus Kupfer und Messing strömt später der ausgelassene Dampf ein, kühlt ab und sammelt sich als Wasser.
noch einmal die Miniaturschrauben anziehen, dann ist der Zusammenbau abgeschlossen. Für seine Dampfmaschine hat Harald ein Diorama gebaut, eine Landschaftskulisse mit vielen Details, wochenlange Arbeit. Nach und nach montiert Harald Generator, Dampfkessel und die Maschine mit Schwungrad und Zylinder auf den Nachbau eines historischen Fuhrwerks. Auch hier entspringt alles Haralds Fantasie. Und so sieht das Ding aus, wann's fertig ist. An den selbstgebauten Details kann sich das Auge zwar erfreuen, aber jetzt will Harald endlich wissen, ob seine Maschine auch mit Dampf arbeitet. Dafür verbindet er Schwungrad und Generator mit einem Antriebsriemen, befüllt den Kessel mit destilliertem Wasser und entzündet den Ofen, einen umgebauten Campingkocher, den er unter den Kessel montiert hat. Eine Viertelstunde dauert es. Dann strömt Dampf in die Maschine ein. Haralds Plan geht auf. Nach gut 6 Wochen Arbeit legt sein Maschinje richtig los. Sie macht ordentlich Dampf und versorgt dabei das Modell einer historischen Funkstation mit Strom. Es hat lang gedauert, aber wann das Endresultat so da steht, ist die ganze Arbeit vergessen. Man hat richtig, wann das Ding mit Dampf betrieben wird, ist eine ganz andere Situation wie mit Druckluft. Ne? Erst wenn es zischt und stinkt und ja. Und ich freue mich auch schon, wenn ich dieses Modell das erste Mal mit auf die Funkerversammlung nehme. Das Funkgerät, wo da drin ist, ist mein zweites Hobby, wo ich noch habe. Und ich denke, dass die OMs, so nennen wir uns Funker untereinander, dass die alle begeistert sind. Und man kann sogar noch mit Funker. Und das die da, das heißt Ende der Übermittlung. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.